Hallo liebe Hausbauhelden! In dieser Haustour zeige ich euch ein kompaktes Smart Home, das mit 136 Quadratmetern Größe wirklich sehr realistisch geplant ist für eine vierköpfige Familie, aber vollgepackt mit tollen Extras, die so ein kleines Haus enorm aufwerten. Das Musterhaus von Weberhaus steht hier am zweiten Werksstandort in Wenden-Hünsborn und diese Extras kosten natürlich auch eine Menge Geld, deshalb kriegt ihr heute von mir ein paar Spartipps, wo ihr beim Hausbau sparen könnt, beziehungsweise wo ihr euer Geld gezielt ausgeben könnt für Extras, die euch wichtig sind. Also bleibt dran! Wir stehen jetzt hier auf der Rückseite vom Haus, auf der Terrasse, wo schon einige der eingangs erwähnten Extras zu sehen sind. Aber erstmal zu den Grundmaßen. Das Haus hat 10,72 Meter mal 10,34 Meter, wobei da einige Vor- und Rücksprünge mit eingerechnet sind. Und solche Erker kosten natürlich Geld. Wir sehen jetzt hier gerade schon mal einen, der springt 60 Zentimeter raus über eine Breite von 5 Metern. Und für so ein Element, man muss wissen, wir haben jetzt hier auch eine Geschosserhöhung im Erdgeschoss, könnt ihr schon mal 8.000 bis 10.000 Euro an Aufpreis rechnen. Was euch das drinnen an Wohnfläche bringt und ob das für euch dann im richtigen Verhältnis steht, das können wir uns dann drinnen noch mal anschauen. Jetzt gucken wir erstmal bei den Außenmaßen. Wir haben hier ganz klassisches 38 Grad geneigtes Satteldach. Da oben drauf seht ihr jetzt einiges an Dachflächenfenstern. Auch die kosten eine Menge Geld. Dazu sage ich euch drinnen was, weil das lohnt sich wirklich. Und wir haben eine Photovoltaikanlage oben drauf. Das sind ungefähr 9,6 Kilowatt Peak, 32 Module. Innen gibt es den passenden Speicher mit 9,6 Kilowattstunden Speicherkapazität. Und der Kniestock ist mit 1,20 hier jetzt nicht besonders hoch, sondern das ist wirklich ein ganz normales Maß. Was das innen dann bringt oder nicht bringt, schauen wir uns natürlich auch an. Jetzt gucken wir uns erst noch mal das Dach an. Wir haben hier die modernen, also relativ kleinen Dachüberstände. Das sind dann an der Traufseite 40 Zentimeter, am Giebel bzw. am Ortgang oben sind es 30 Zentimeter und besonders ausgeführt ist hier die Dachuntersicht. Das ist nämlich eine glatte Dachuntersicht, verkleidet mit so einer Dreischichtplatte, die in silbergrau gestrichen ist. Dieser silbergraue Ton taucht hier an mehreren Stellen auf. Die Fenster, das sind dreifach verglaste Kunststofffenster, sind auch silbergrau, innen weiß, damit sie da mit der Innenwandgestaltung verschmelzen. Und wir sehen schon, es gibt hier neben dem weißen Putz auch noch in so einem warmen Farbton abgesetzte Passagen. Auch innen gibt es eine ganz interessante Farbgestaltung und ich bin hier eben mal mit der Farbkarte rumgelaufen, habe für euch die richtigen Farbnummern rausgesucht. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare, denn diese Farbnummern kann ich mir leider nicht merken, aber ich kann eure Fragen dazu dann hoffentlich beantworten. Zu dieser Terrassenüberdachung sage ich euch nachher auch noch was. Das ist jetzt wieder so ein System, das tatsächlich komplett geschlossen werden kann von den Lamellen, das dann auch hier entwässert. Das heißt, ihr habt im Zweifelsfall hier einen trockenen Sitzplatz. Auch so ein Element kostet euch nochmal 26.000 bis 28.000 Euro. Einfach nur mal als Größenordnung für euch im Hinterkopf. Und was ganz Besonderes ist natürlich dieser Erker mit der Ganzglasecke. Auch sowas ist natürlich wirklich teuer. Ich sage euch da drinnen was dazu, weil von innen sieht man noch viel mehr, was das bringt. Und dann lohnt sich's auch. Wenn wir jetzt hier rumkommen, vielleicht ganz kurz was zur Wandkonstruktion. Das ist ja eine Holz-Fertigbaukonstruktion. Der Hersteller baut standardmäßig mit einer diffusionsoffenen Wand, wo außen eben ein Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis drauf ist. Und im Standard ist auch schon diese Granit-Außenfensterbänke. Dieser Farbton ist jetzt sogar die Standardvariante und ich finde, das harmoniert hier sehr gut. Da ist so ein leichter Beige-Ton drin, auch mit dieser
warmen Fassadenfarbe, die hier reingenommen wird. Wir kommen jetzt hier gleich schon zum Carport, der auch vom Haushersteller mitgeliefert ist. Das heißt, auch das ist eine Holzkonstruktion. Der Vorteil ist, dass das jetzt von den Höhen und vom Dachanschluss schon angepasst ist und alles aus einem Guss und aus einer Hand ist. Wenn ihr sowas mitgeplant haben wollt vom Haushersteller, kostet euch das 28.000 bis 30.000 Euro. Das klingt erstmal wahnsinnig viel, aber bis ihr so ein Fertig-Carport angeschlossen habt an so ein Haus, seid ihr auch eine Menge Geld los und habt eine Menge Ärger. Hier ist jetzt auch die Wallbox drin in Kombination mit dem Smart Home System und der Photovoltaikanlage auf dem Dach, wo das alles eingebunden und ins Energiemanagement auch integriert werden kann, ist das natürlich total sinnvoll. Hier seht ihr so eine schmale Tür, die hat hier tatsächlich ein Schloss, das heißt, die ist von innen und außen auf- bzw. abschließbar und das wäre der Zugang in den Hauswirtschafts- oder Technikraum. Das zeige ich euch auch von innen. Das heißt, ihr habt kurze Wege und trockene Wege vom Carport für die Einkäufe in den Hauswirtschaftsraum, was auch praktisch ist. Außerdem zieht sich dann natürlich jetzt hier diese Hauseingangsüberdachung so schön weiter. Wie gesagt, dieses Element ist natürlich, wenn es aus einer Hand kommt, dann auch wirklich abgestimmt und mitgeplant. Der Vorsprung, der jetzt hier weiterläuft, das sind 80 Zentimeter. Das dürften vielleicht auch 10, 15 Zentimeter mehr sein. Dann habt ihr wirklich auch bei schräg anfallendem Regen hier einen Spritzschutz. Und ihr könnt eben auch schon sehen, was Besonderes ist jetzt hier diese kantige Regenrinne. Die wirkt nicht so massiv, weil sie eben keine so hohe Aufkantung hat wie jetzt diese runden Rinnen. Und das ist eben auch schon sehr, sehr schön. Klar ist natürlich, ihr habt überall diese Flachdachanschlüsse in die aufsteigende Konstruktion. Sowas ist sehr aufwendig und auch das ist natürlich ein Kostenfaktor, der da jetzt eben schon mit eingerechnet ist. Wir sind jetzt hier schon auf der Eingangsseite. Sehr schön finde ich diese Holztür, die eben auch in dem Silbergrau gestrichen ist, genau wie die Fenster. Und vielleicht gleich was zu dieser großen Festverglasung. Hier ist alles erhöht, also sowohl die Türen als auch die Fenstertüren haben wir eine lichte Höhe von 2,30 Meter und auch das macht sehr, sehr viel aus. Ich habe euch ja gesagt, es gibt eine Geschosserhöhung, was sich innen auch auf die lichte Raumhöhe auswirkt. Hier haben wir also die 2,30 Meter mal 2,33 Meter mit der Lamellenjalousie. Klar, dahinter ist die Treppe, da gucken euch die Leute rein. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Vorgarten zu gestalten, vielleicht auch mit einer Hecke, mit Sichtschutz zum Garten, ist es einfach total schön, da so eine große Festverglasung zu haben. Das holt euch wirklich die Natur und das Tageslicht ins Haus. Und gerade bei einem etwas kleineren und kompakten Haus bringt das total viel Wohnwert. Und das schauen wir uns jetzt innen mal an. Es gibt hier ein elektrisches Schloss. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich klarkomme. Das scheint zu funktionieren. Ist mit 13,4 Quadratmetern geräumig bemessen. Wir haben hier eine Geschosserhöhung, Rohbau 2,83 Meter. Daraus resultiert eine lichte Raumhöhe von 2,67 Meter. Standard wäre lichte Höhe von 2,51 Meter und das macht wirklich was aus, diese paar Zentimeter mehr Raumhöhe. Wichtig ist dann immer auch die Türen, Fenstertüren und Innentüren anzupassen. Das sind hier knapp 2,30 Meter. Auch das ist natürlich nochmal ein Kostenfaktor, lohnt sich aber, das dann mit anzupassen. Hier ist jetzt die WC-Tür, das geht jetzt gerade noch so mit der Haustür, wenn die aufschlägt, da muss man auch mal ein bisschen gucken. Die ist jetzt dafür aber auch nur noch 70 Zentimeter breit. Also das sind natürlich so Sachen, die muss man sich überlegen. Auch, dass die Treppe hier direkt neben der Haustür startet, ist ja was, wo ich auch oft sage, ist ein bisschen schwierig. Hier ist jetzt noch genug Abstand, dass man von oben runterkommt, ohne über den dreckigen Fußabtreter zu laufen, wenn man da morgens mit barfußen Füßen unterwegs ist. Und diese Festverglasung mit der Lamellenjalousie holt hier natürlich viel Licht rein. Ob man das mag, wenn die Treppenwange jetzt da vor der Scheibe läuft, ist so ein bisschen eine Geschmacksfrage.
Wichtig ist, dass es jetzt hier so eine viertelgewendelte Treppe ist. Das ist so eine freitragende, aufgesattelte Wangentreppe in Buche. Die läuft jetzt hier also wirklich ohne Einbindung in die Wand. Dann kann das eben auch vor der Glasscheibe entlang laufen. Und dazu nur noch mal wichtig, der Hersteller plant und baut auch eigene Treppen. Das heißt, ihr müsst euch hier bei dem Hersteller nicht jetzt irgendeine Standardtreppe dann reinplanen lassen, sondern ihr kriegt die so mit im Preis, wie die im Grundriss geplant ist. Das ist tatsächlich ein Vorteil und man sieht jetzt schon mit dieser offenen Lösung, dass man dann eben hier auch eine Stahlstütze braucht. Dafür hat man eben hier die Galerie und oben auch noch mal das Licht vom Dachflächenfenster, sodass es also hier ansonsten jetzt auch statisch keine Probleme gibt. Auf dem Boden haben wir jetzt wiederum Standardausstattung. Das ist eine Fliese 90 x 20, ungewöhnliches Format, aber in dem Fall sollen das eben so Holzdielen sein. Das ist Holzoptik. Von der Maserung ist es tatsächlich Eiche-Imitat. Eiche weiß gekelkt wäre das. Und das harmoniert hier sehr, sehr gut. Wir haben hier relativ viele Farben, die so leichte Natur- und Schilftöne sind. Und wir werden an mehreren Stellen sehen, dass diese Fliese damit total gut harmoniert. Sehr schön finde ich auch die hohe geflieste Fußleiste. Das ist hier umlaufend diese Fliesenfußleiste, 8 cm hoch. Das sieht einfach sehr schick und sehr stimmig aus. Ich weiß, Fußleisten mögen nicht alle Leute, sind halt einfach extrem praktisch. Vielleicht noch einmal hier rum zur Garderobenlösung, ist ja mein Lieblingsthema. Hier jetzt ganz schön betont mit dieser eingelassenen LED-Leuchte. Auch diese Einbaustrahler, dimmbare LEDs ist natürlich immer teuer, lohnt sich aber eine gezielte Lichtplanung zu machen. Diese Nische ist jetzt tief genug für einen Schrank, also auch wenn ihr eine geschlossene Garderobe haben wollt, nur dann auch bei der Elektrobemusterung natürlich hier keine Steckdose platzieren und überlegen, ob dieser LED-Streifen, wenn ihr da noch Türen habt, dann nicht weiter drin sitzen muss. Also das sind alles so Sachen, die man am besten in der Planung schon mit abstimmt. Hinter mir ist jetzt ein kleines Beraterbüro, deshalb ist da eine Glastür. Wir gucken da nur mal ganz kurz um die Ecke. Der Raum ist relativ klein, knapp über 10 Quadratmeter, reicht für ein Büro. Was jetzt die Nutzung als Büro- und Gästezimmer angeht, wird es hier mit der Möblierung schon ein bisschen schwierig. Wir haben hier zwei sehr schicke, aber ungewöhnliche Fensterformate. Zweimal so ein schlankes Fenster, 230 x 60 cm. Der Glasausschnitt ist da noch relativ schmal. Auch da gilt natürlich, habt dann auch 2 Jalousien davor laufen. Wenn ihr kostenoptimiert plant, habt ihr da natürlich dann ein Element sitzen. Aber jetzt schauen wir erstmal rum in den Wohn-Ess-Kochbereich und am Ende zeige ich euch die anderen Nebenräume im Erdgeschoss. Bevor wir jetzt in den Wohn-Ess-Kochbereich gehen, kommen wir hier gerade an diesem eingebauten Touchscreen vorbei. Da sage ich euch noch ein bisschen was zum Smart Home System. Das ist hier die höchstmögliche Ausstattung, Weber Logic, ein System, das der Hersteller selber entwickelt hat mit My Home Control, auch steuerbar über Apple HomeKit oder Amazon Alexa, aber hier natürlich mit diesem riesen Touchpad, wo man eben jetzt mal sehen kann, man hat da die Grundrisse, da kann man jedes Licht ein- und ausschalten, die Rollläden hoch, die Jalousien hoch und runter fahren. Jedes Fenster ist mit Fensterkontakten ausgestattet, das heißt, ich sehe zum Beispiel, hier ist jetzt ein Dachfenster geöffnet, kann das an der Stelle auch schließen, wenn ich das möchte. Und es gibt natürlich automatische Szenarien abends oder morgens, beziehungsweise alles aus, wenn ich das Haus verlasse. Das Ganze ist mit einer Alarmfunktion gekoppelt, sodass man eben auch da tatsächlich Einbrecher abschrecken kann, eine Anwesenheitssimulation machen kann. Man kann die hier mit einem einzigen Klick scharf stellen. Das ist also wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen und schön finde ich, ist das komplette Energiemanagement auch eingebunden ist, Heizung, Lüftung, Einzelraumsteuerung, was die Temperatur angeht. Man sieht, was gerade vom
Dach reinkommt, was gerade von der Batterie in diesem Fall jetzt auch reinkommt, was verbraucht wird im Moment. Und man kann also wirklich hier sehr genau auch sich ein Diagramm erstellen lassen, wetterabhängig, was da alles gerade an Verbräuchen am Start ist. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Es ist sehr übersichtlich und wenn man Spaß an sowas hat, macht es auch wirklich Spaß. Rollläden, Licht, Beschattung, Einzelraumsteuerung, Temperatur ist sowieso eingebunden. Und jetzt sind wir auch schon im großen oder im 45 Quadratmeter großen Wohn-Ess-Kochbereich. Der ist nicht überdimensioniert, aber wie ich finde, gut gegliedert. Wir haben jetzt hinter mir diesen Kochbereich, der etwa 14,3 Quadratmeter hat, der abgetrennt ist durch diese Theke, die ist jetzt nur 86 Zentimeter tief, das ist nicht besonders breit, also ein bisschen mehr Arbeitsfläche würde man hier sicher unterbringen, wenn man den breiter macht. Dafür ist er 2,85 lang, also genug Fläche hat man hier. Und wenn man jetzt in diese Küche kommt, sieht man natürlich sofort das absolute Highlight. Das ist diese Übereck-Sitzfensterlösung. Das ist jetzt auch tatsächlich die High-End-Version. Wir haben das eingelassene LED-Band. Wir haben hier die geklebte Ganzglasecke ohne eine konstruktive Stütze hier an der Ecke, sondern wir haben dann diese Edelstahlstütze hier davor, die fängt die Lasten ab von dem Flachdach, das hier drauf ist. Dann gibt es hier riesengroße Festverglasungen. Das sind 2,30 Meter mal 1,87 und diese ganze Einbaulösung hier drumherum kann man von dem Haushersteller auch so mitbestellen. Hier unten sind große Schubladen, wo man wirklich viel unterbringt. Die Sitztiefe sind hier 53 cm, Sitzhöhe ist 45 cm. Für so eine kleine Person wie mich ist das genau richtig und es ist natürlich wahnsinnig toll. Von der Küche aus hat man hier total Licht und Sicht nach draußen. Dieses Element mit der Geschosserhöhung und allem, was jetzt hier an Einbauelementen ist, kostet euch zwischen 26.000 und 28.000 Euro Aufpreis. Das ist natürlich eine Geschichte, die muss man sich leisten können, die bringt aber wirklich wahnsinnig viel. Und es gibt natürlich auch eine günstigere Lösung, nicht mit der verglasten Ecke, sondern einer Pfostenriegelkonstruktion, wo man dann auch noch mal ein bisschen günstiger wegkommt. Übrigens kann man bei dem Hersteller auch die Küchen mit bemustern. Es gibt ein eigenes Küchenstudio und das hat den Vorteil, dass man eben auch die Küchenplanung mit der Hausplanung gut integriert kriegt. Man glaubt gar nicht, was es da gelegentlich für Abstimmungsprobleme gibt. Dann hat man zum Beispiel hier gleich die Wandscheibe, dass man eben hier nicht auf die Seite der Küchenfront guckt, sondern eben die Wand durchlaufend hat. Sehr schön finde ich auch diese Glasarbeitsplatte. Die hat jetzt hier gleich schon so gefasste Kanten und ist mit 13 mm relativ dick und damit auch stabil. Denn ansonsten, wenn ihr da mal richtig mit dem Top an die Ecke knallt, kann euch dann natürlich was abspringen. Das ist bei dieser sehr kräftigen Lösung dann schon unwahrscheinlicher. Schön ist, dass dann auch der Spritzschutz an der Wand nicht mit Fliesen gelöst ist, sondern 30 cm hoch umlaufend die gleiche Scheibe. Und wir haben hier so Milchglas, Farben, Kaschmir, Schilfrohr, die hier so eine wohnliche Atmosphäre reinbringen. Steckdosen dürften hier noch ein bisschen mehr sein. Ich habe jetzt hier 4 gefunden. Das ist ja immer mein Lieblingsthema. Und hinter mir haben wir jetzt so eine doppelte Scheibe. Das sind auch 2,30 und das ist hier eine Festverglasung, weil hier natürlich der Wasserhahn ist. Die macht man eh nicht auf. Wir haben ja hier relativ viel Licht in der Küche, deshalb muss man sich das überlegen, ob man da diese Doppellösung wählt. Denn erstens verspritzt euch natürlich hier die Scheibe bzw. das Plissé und zweitens ist es so, dass man hier ja wirklich viel Licht hat. Schöner ist es natürlich so, man könnte vielleicht sogar das Waschbecken hier rübersetzen und das Tauschen von den Elementen, weil ich es immer ganz schön finde und ganz praktisch von den Arbeitsabläufen, wenn der Herd, also das Kochfeld, hier übrigens wieder mit dem berühmten Abzug nach unten, und das Waschbecken nicht so weit auseinander sind. Vom Abstand ist hier nämlich alles richtig gemacht. Das sind genau die 1,10 Meter, die also als günstiger Abstand zwischen diesen beiden Arbeitsflächen gelten. Und dann hätte ich vielleicht mir das Waschbecken einfach weiter hier gewünscht. Aber das sind ja Kleinigkeiten. Ansonsten ist dann hier so eine halbhohe Lösung. Da würde man natürlich noch mehr Stauraum unterbringen, wenn man das höher macht, im hoch eingebauten Backofen und dann daneben der Kühlschrank. Auch da sagen ja viele, die beiden Geräte besser
trennen voneinander, aber das ist dann euch überlassen, wie ihr eure Küche planen wollt. Hier für diesen Tresenbereich bräuchtet ihr natürlich auch nochmal Steckdosen. Das sind jetzt 2, wenn die jetzt da sind. Und diese Theke, da steht ja eigentlich immer was drauf, muss einem einfach klar sein, ja, das Kabel zum Herd schmeißt mir dann da vielleicht was um. Also es gibt auch die Möglichkeit, diese Steckdosen hier unten zu integrieren. Und das finde ich persönlich extrem praktisch, wenn man hier öfter mal einen Pürierstab anschließt. Bevor wir in den Wohnbereich gehen, noch mal eine Bemerkung zu diesen großen Sitzfenstern. Hier hat jetzt eben die Sonne reingeschienen. Und wenn ich jetzt auf diese Glasscheibe fasse, hinter dem Kissen, ist die wirklich sackheiß. Hier oben ist sie kalt. Deshalb müsst ihr immer vorsichtig sein mit so großen Kissen vor diesen Fensterscheiben, weil wenn die nämlich sehr heiß werden und oben sind sie kalt oder sie kühlen dann nachts schnell ab, kann es da tatsächlich in so einer Festverglasung einen thermischen Riss geben. Und das wäre ärgerlich. Also große, vor allen Dingen dunkle Kissen nicht vor die Scheibe stellen, wenn da die Sonne drauf knallt. Jetzt haben wir hier die nächste große Glasscheibe, die sehr, sehr viel Licht reinbringt. Ich hatte euch ja die Höhe schon gesagt, lichte Höhe 2,30, alles erhöht. Und jetzt haben wir hier so eine große Schiebetür. Das ganze Element ist über 3,40 Meter breit, dieser Öffnungsflügel allein 1,70. So ein großer Hebeschiebeflügel ist wirklich auch eine ganz schön teure Sache. Ziemlich viel Aufpreis, bringt euch aber natürlich Vorteile. Ihr habt hier den flachen, schwellenfreien Übergang nach draußen. Hier jetzt übrigens auch ganz schön die überdachte Terrasse. Das war eben auch das Lamellendach. Die Lamellen könnt ihr eben auch steuern. Die können ganz zugemacht werden. Dann spenden sie Schatten und sind auch regendicht. Das heißt, ihr habt hier auch an der flachen Schwelle kein Problem mit Schlagregenschutz, weil da oben ist eben dann wirklich trocken, dass euch da nichts reinkommt. Hier haben wir nochmal die schöne Granitschwelle und dann finde ich sehr schön, dass hier mal eine Echtholzterrasse in Lärche ist. Das ist ein sehr feuchtigkeitsunempfindliches Holz. Dieses Haus steht hier übrigens schon seit 5 Jahren und ich war zur Eröffnung auch hier drin. Und ich muss sagen, das hat sich alles wirklich sehr, sehr gut gehalten. Ich habe euch jetzt hier mal kurz die Lamellenjalousie runtergelassen, dass ihr das sehen könnt, wie die aussehen und dass man die eben auch so runterfahren kann, dass man noch rausgucken kann. Das ist ja der Vorteil an diesen Dingern. Das ist auch eine aufpreispflichtige Geschichte. Im Standard sind elektrische Rollläden. Und jetzt allein mal für so ein großes Element hier, für diese Hebeschiebetür, dann der Aufpreis für so eine Lamellenjalousie, das sind dann an der Stelle schon ungefähr 800 €. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr das ganze Erdgeschoss damit ausstatten wollt, was ihr da für Zusatzkosten habt. Ihr müsst es aber auch gar nicht überall nehmen. Man kann das auch kombinieren und kann sagen, da wo ich runterlassen muss, weil ich Sonnenschutz brauche auf der Südseite und trotzdem rausgucken will, mache ich die Lamellenjalousien und ansonsten nehme ich die Rollläden. Der Wohn-Essbereich hier hinter mir, das sind dann von den eingangs erwähnten 45 Quadratmetern etwa 30,6. Das ist jetzt nicht riesig und da hinten habt ihr jetzt den von außen erwähnten Erker, der 60 cm rausspringt. Wenn ihr das jetzt 60 cm weniger tief hättet, behaupte ich mal, würde dieses Wohnzimmer auch noch funktionieren. Ihr habt jetzt hier 2,5 Quadratmeter Wohnfläche gewonnen, die euch etwa 8.000 bis 10.000 € kosten mit dieser Geschosserhöhung, dem Flachdach, das ihr hier oben drauf habt und dem Flachdachanschluss. Das ist also wirklich eine Sache, die man sich überlegen muss. Hier ist jetzt die Brüstungshöhe 93 cm, das war übrigens auch in der Küche so, ist relativ hoch, ist aber auch ganz gut, weil man dann darunter eben schön möblieren kann. Ich zeige euch das mal hier mit der Höhe von diesem Sofa. Auch das sollte man sich wirklich überlegen, weil wenn man da nachher ein Sofa davor stellt und das guckt hier oben drüber, das ist total blöd. Was ihr jetzt hier sehen könnt, sind wieder diese deckenintegrierten Lichtauslässe. Die kann man sich vom Hersteller auch schon gleich planen lassen. Wichtig ist, dass ihr das von Anfang an wisst, weil da wird ja dann auch so ausgekoffert für diese Ausschnitte. Ihr könnt euch dann da auch selber Leuchten reinsetzen, wenn euch das vom Hersteller zu teuer ist. Das sind jetzt diese speziellen dimmbaren LEDs mit allem Pipapo, aber ist natürlich schön. Daneben sehen wir jetzt gerade die Zuluft von der kontrollierten Lüftungsanlage, ist hier überall in der Decke im Erdgeschoss und Zu- und Abluft sieht ein bisschen unterschiedlich aus. In der Küche war die Abluft, da wird abgesaugt.
Das ist also ein Unterschied und ist auch zu erkennen. Was ich sehr schön finde, ist jetzt diese abgetönte Wand. Ich habe euch ja schon was gesagt zu diesen Farbtönen. Da habe ich jetzt eben noch mal die Farbkarte dran gehalten. Hier ist es jetzt ähnlich der Strohfarbe 31434, habe ich mir auf die Hand geschrieben, weil ich das nämlich besonders gelungen finde. Also ihr seht jetzt hier diese Fliese in der Holzoptik gebeizte Eiche und das ist total harmonisch mit diesem, sagen wir mal, Schilfgrauen oder Kaschmirgrauen Ton. Finde ich wirklich an der Stelle sehr schön. Und jetzt schauen wir noch mal um die Ecke. Hier gibt es noch einen Technikraum und einen Gäste-WC. Wir haben hier unten noch den unvermeidlichen Haustechnikraum. Das ist ja ein Haus auf Bodenplatte. Der ist jetzt hier nur 6 Quadratmeter groß. Eine Sache dazu, das Haus ist an die Fernwärme angeschlossen. Deshalb ist jetzt hier keine Wärmepumpenheizung drin. Und dann passt das natürlich auch mit den 6 Quadratmetern. Hier ist jetzt die eingangs erwähnte Tür zum Carport. Das müsste jetzt nicht unbedingt eine Glastür sein, könnte auch ein richtiger Nebeneingang sein. Das ist jetzt eine Rohbauöffnung von 87 Zentimetern und die Tür hat dann eben noch eine lichte Durchgangsbreite, wenn sie offen ist, von 70 Zentimetern. Wenn ich mir vorstelle, ich trage jetzt hier Getränkekisten rein, dürfte die natürlich gerne auch ein bisschen breiter sein. Wie gesagt, dieses gleichschließende Schloss ist natürlich wichtig, dass ich die auch von außen aufschließen kann. Und klar ist, wenn die Tür breiter wird, nehmt ihr euch natürlich hier auch Stellfläche. Denn wir haben ja jetzt hier den Speicher drin für die Photovoltaik, den Wechselrichter, hier hängt die Lüftungsanlage. Darunter ist noch Platz für Waschmaschine und Trockner. Hier ist der relativ große Elektroschrank. Wenn ihr so ein Smart Home habt, habt ihr dann natürlich auch einfach viel Platz, den ihr braucht. Und wenn ihr jetzt hier noch eine Wärmepumpenheizung unterbringen müsstet und einen Warmwasserspeicher, bräuchtet ihr den Raum wahrscheinlich etwas größer. Dann würde die Küche da noch etwas kleiner werden. Das bedingt natürlich auch, dass ihr diesen Erker dann auf jeden Fall benötigt. Hier nebenan ist jetzt noch ein kleines Gäste-WC, das ist 2,6 Quadratmeter groß. Da geht also jetzt wirklich nur ein Klo und ein Waschbecken rein. Auch hier natürlich an der Decke nochmal die Abluft von der Lüftungsanlage und die 93 Zentimeter Brüstungshöhe. Das ist die Eingangsseite. Da sieht man schon, ist dann natürlich das Plissé aus Sichtschutzgründen. Klar, diese Brüstungshöhe passt natürlich von außen jetzt gut in die Architektur, diese umlaufende. Ich sage immer, für so ein Klo neben der Haustür kann man auch sehr gut ein hochliegendes Fensterband einsetzen. Dann spart man sich das und auch das kann auf jeden Fall gut funktionieren. Hier haben wir jetzt neben dem Waschbecken so ein Lindgrün. Und da könnt ihr jetzt gleich einfach auch mal gucken. Ich finde, das harmoniert nämlich auch sehr gut mit dieser Fliese. Die ist wirklich sehr, sehr anpassungsfähig. Was farblich auch sehr gut zu diesen Fliesen passt, finde ich, ist dieser steingraue Ton, in dem hier diese Buchestufen gebeizt sind. Diese Tür hätte ich, glaube ich, innen auch weiß gestrichen. Das Silbergrau beißt sich hier ein bisschen. Und was ich euch noch sagen will, ist natürlich diese offene Treppe mit dieser Glasscheibe. Klar, da fasst man natürlich dran beim Hoch- und Runtergehen. Da muss man dann einfach unempfindlich sein, was Toucher angeht. Wenn ihr eine geschlossene Treppe hier machen würdet mit einem Zwischenpodest, könnte man darunter natürlich auch Stauraum unterbringen. Dann hat man es hier nicht so hell und luftig wie im Musterhaus. Aber für ein Familienhaus auf Bodenplatte hat das auch Vorteile. Und jetzt schauen wir mal, wie es oben weitergeht. Man jetzt dank des Dachflächenfensters wirklich ins Licht, was diesen kleinen Flur mit 5 Quadratmetern unheimlich großzügig und luftig macht. Also hier wird es wirklich überhaupt nicht eng. Und was wir jetzt hier haben an Raumhöhe sind die 2,53 Meter. Das wäre hier jetzt im Obergeschoss Standard. Ebenfalls Standard ist der Teppichboden im Obergeschoss. Wir sehen jetzt auch schon, hier geht automatisch das Dachflächenfenster zu. Wegen der Sonne, die da rumkommt, Beschattung, sommerlicher Wärmeschutz ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Und was wir hier sehen, ist die Klappe zum Spitzboden. Und da vielleicht eine Bemerkung, bei diesem Hersteller ist das
Satteldach standardmäßig mit Aufdachdämmung ausgeführt. Das heißt, die Dämmebene liegt jetzt nicht in dieser Kehlbalkendecke, sondern oben. Ihr habt hier einen begehbaren Dachraum mit einer USB-Platte, der eben auch gedämmt ist und damit keinen großen Temperaturschwankungen ausgesetzt und somit auch als Lagerraum wirklich nutzbar ist. Und wir haben jetzt hier oben 4 Türen. Da gucken wir zum Schluss. Da ist das Bad. Hier haben wir 2 Kinderzimmer und mit dem ersten fangen wir jetzt an. Die beiden Kinderzimmer sind fast identisch geschnitten. Von der Bodenfläche haben wir jetzt hier 18 Quadratmeter, anrechenbare Wohnfläche sind es 15 Quadratmeter. Das ist jetzt die Sache mit dem 1,20 hohen Kniestock, aber durch diese Duo-Dachflächenfenster habe ich natürlich hier nicht nur wahnsinnig viel Licht drin, sondern eben auch diese Stehhöhe. Über diese ganze Breite, und das ist wirklich schön, das ist fast wie eine Gaube, hier eine Schleppgaube. Das ist auch nicht billig, dieses Duo-Element mit der elektrischen Verschattung, die außen liegt, mit den ganzen Kontakten, was ich euch alles gesagt habe, kostet so etwa 8.000 €. Ich finde, für ein Kinderzimmer lohnt sich das. Man kann natürlich auch nur ein Element planen. Hier ist ein ganz interessantes Farbkonzept auch am Start. Ich selber wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, irgendwo was Fliederfarben zu streichen. Hier ist aber ein Innenarchitekt dran gewesen und ich finde, man sieht an der Stelle, es lohnt sich, das Geld für so jemanden auszugeben, weil die Farbabstimmung in dem ganzen Haus sehr harmonisch ist. Hinter mir ist jetzt so ein etwas höher gesetztes Element. Das hat jetzt damit zu tun, dass wir hier den Flachdachanschluss von diesem kleinen 60 cm vorspringenden Erker haben. Deshalb kann das jetzt hier nicht komplett bodentief sein, was ich aber gar nicht schlecht finde für so ein Zimmer. Ihr seht jetzt hier eine Glasbrüstung, die in die Fensterleibung integriert bzw. hier direkt vorgesetzt ist. Und ich habe gefragt, was ist denn das hier oben? Und dann sagte man mir, das ist, weil tatsächlich da mal junge Vögel reingerutscht sind zwischen Glasscheibe und Brüstungsgeländer. Und dann hat man das dahin gemacht, damit das nicht passiert. Also nur so als kleiner Tipp für euch, wenn ihr hier ein Geländer habt mit Stäben, passiert es nicht. Oder auch, wenn ihr hier ein System habt, wo der Abstand größer ist, denn dann kommen die da auch im Zweifelsfall wieder raus. Nur so als kleine Info am Rande. Und jetzt schauen wir uns das nebenanliegende Kinderzimmer auch noch an. Das zweite Kinderzimmer ist fast genauso groß und ich sage fast, weil es mit 15,3 Quadratmetern Wohnfläche sogar etwas größer ist. Es ist aber anders geschnitten. Ich finde erstens hier eine ganz andere Farbatmosphäre drin. Das ist in dem anderen Zimmer schöner und es ist ein schmaleres, längeres Zimmer. Das liegt unter anderem an dieser Nische. Das sind 30 cm, die jetzt dem Elternschlafzimmer zugeschlagen sind, das hier nebenan liegt. Wir schauen uns das gleich an. Das ist natürlich, damit hier nochmal eine Ankleide integriert werden kann. Aber ich finde, es hätte diesen Platz nicht unbedingt gebraucht. Ihr guckt jetzt mal hier mit mir rein und ihr werdet sehen, wir haben hier hinter der Tür wirklich wahnsinnig viel Platz. Das Elternschlafzimmer ist mit 13,3 Quadratmetern natürlich klein, aber die Eltern sind hier auch nicht viel. Also kann man sich wirklich überlegen, ob man diese 30 cm nicht lieber dem Kinderzimmer zuschlägt. Hier ist jetzt also genug Platz, um auch eine durchgehende Schrankwand zu stellen, wenn da nicht 30 cm Nische sind. Ihr dürft jetzt gleich mal hinter die Tür gucken. Da sitzt jetzt leider der Heizkreisverteiler von der Fußbodenheizung. Und das ist nicht so günstig. Auch auf sowas bei der Planung achten, weil ich hätte natürlich jetzt gerne hier eine durchgezogene Schrankwand und das geht halt nicht, wenn man dann da hinten nicht mehr drankommt. Ansonsten ist hier auch wieder sehr viel Effekt erreicht, einfach nur durch so ein ganz zartes Abtönen
dieser Wand mit so einem ganz hellen Grauton. Das nimmt hier unheimlich viel von diesem weißen Sterilen, ohne dass man jetzt hier mit knalligen Farbakzenten arbeiten muss. Und auch dieser Kniestock, der jetzt hier hinten grau verkleidet ist und hinterleuchtet mit dieser LED, ist eine ganz einfache Möglichkeit. Dann sitzt die LED-Leiste einfach auf dieser Holzplatte drauf. Ihr müsst keine Nut irgendwo einfräsen und das finde ich einen sehr schönen Effekt. Ich hatte euch ja gesagt, Rohbauhöhe von dem Kniestock ist 1,20. Da bleibt euch dann hier drin vom Kniestock noch etwa eine lichte Höhe von 1,10 Meter. Und das sollte mit dem Bett da unter der Schräge eigentlich auch noch gut funktionieren. Noch ein Wort zum Heizkreisverteiler. Wenn es jetzt wirklich keinen anderen Platz gibt, planungstechnisch als da an dieser Wand, man kann natürlich die Schrankwand auch durchziehen, einen Schrank ohne Rückwand nehmen und dann muss man eben den Schrank aufmachen, wenn man an den Heizkreisverteiler dran muss. Also es gibt für alles eine Lösung. Gegenüber liegt jetzt das Familienbad. Das ist jetzt das einzige Bad in dem Haus und mit 9,5 Quadratmetern dann tatsächlich auch nicht besonders groß. Hier ist jetzt tatsächlich auch nur ein Waschtisch eingeplant. Würde ich bei einer vierköpfigen Familie dann, glaube ich, schon gucken, dass man einen Doppelwaschtisch reinkriegt. Auf dem Boden haben wir jetzt Fliesen in Betonoptik. 80 x 80 ist nicht Standard. An der Wand haben wir 80 x 40. Das ist ein kleiner Aufpreis. Was Standard ist, ist wohl diese Wanne, die ist jetzt 80 x 1,80 und ist tiefer gesetzt. Das heißt, die ist auf den Rohboden gestellt, auf den Rohfußboden, also in den Estrich versenkt. Dann habt ihr hier nicht so eine hohe Einstiegshöhe. Hier ist tatsächlich die Front mit Grünglas verkleidet. Das ist eine ganz schöne Sache, weil es jetzt einfach eine fugenfreie Lösung ist, finde ich ganz schön. Über die Farbe kann man natürlich streiten. Auch streiten kann man über bodentiefe Fenster im Bad. Hier haben wir jetzt, anders als im Kinderzimmer nebendran, keinen Flachdachanschluss davor. Deshalb kann das Fenster jetzt hier tatsächlich bis unten hingehen. Aber im Bad kann man natürlich auch immer mit Brüstung arbeiten. Dann hat man auch das Sichtschutzproblem von der Toilette nicht. Wenn man jetzt hier mal zu dieser Wanne guckt, da sitzen ja dann vornehmlich Kinder drin und baden, würde ich euch auch empfehlen, diesen Fliesenspiegel da weiter hochzuziehen bis zu dieser Kniestockkante, denn das spritzt einfach und ja, man kann natürlich auch so eine Elefantenhaut da an die Wand dran streichen, aber da würde ich einfach den Spritzschutz vorziehen. Hier haben wir eine große Dusche. Sehr schön ist diese flache Duschtasse, die ist einfach praktisch. Also eine bodengleich geflieste Dusche ist natürlich auch schön. Die ist jetzt mit 90 x 1,40 wirklich groß. Das müsste auch funktionieren ohne Tür. Das finde ich immer ganz schön. Diese flachen Duschtassen, die dann hier trotzdem so ein bisschen vertieft sind, sind wirklich praktisch, weil auch wenn da mal der Abfluss ein bisschen rückstaut, läuft euch nicht das Wasser ins Bad. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ob das hier oben von der Höhe reicht, wenn man dann da diesen Regenduschkopf hat, also ehrlich gesagt, ich würde ihn einfach weglassen. Dann habt ihr auch die Spiegelung da nicht an der Decke. Da habt ihr kein Drüberspritzproblem und wassersparender ist es auch noch. Jetzt haben wir alle Räume gesehen, hier im Musterhaus Generation 5.5 am Firmenstandort in Wenden-Hünsborn. Wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es lohnt sich wirklich herzukommen. Hier stehen insgesamt 3 Häuser des Herstellers, die sehr unterschiedlich sind und in der Regel geöffnet sind von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr, beziehungsweise an den Wochenenden durchgehend von 10 bis 17 Uhr. Wenn ihr euch die Grundrisse noch mal genau anschauen wollt zu diesem Haus, habe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung einen Link in unsere Hausdatenbank gesetzt. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch eine Preisangabe für dieses Haus. Wenn ihr noch mehr Haustouren über diesen Hersteller sehen wollt, wo wir auch das Smart Home System noch mal ein bisschen genauer vorstellen, auch die habe ich euch da noch mal verlinkt. Und wenn ihr insgesamt mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.